Kein Öl mehr, kein Gas am Start. Praise the Sun. Moin, nicht nur seit Krisenzeiten in aller Welts Munde, sondern Solarstrom ist schon lange ein Thema. Jeder nutzt Powerbanks und auch vor allem Solarpanels. Und da stellen wir euch heute mal einen ganz besonderen Vertreter vor. Wacker, wacker, hey, hey. Konnte ich mir jetzt nicht verkneifen. Denn die Firma heißt wirklich Wacker Wacker. Und das aus gutem Grund. Denn zur WM 2010 befand sich ein Niederländer mit dem Namen Maurits Grön in Südafrika und musste feststellen, dass eine der elementaren und wichtigen Grundversorgungsmittel dort nicht selbstverständlich sind. Und das ist Licht. Wir brauchen alle Licht. Wir brauchen Licht für unsere Rettungskräfte, wir brauchen Licht im privaten Bereich und wir brauchen Licht generell auch für Bildung, Kultur und den Austausch von Zivilisationen. Aber wie erhält man nun dunkle Plätze? Wie bringt man Licht dahin, wo es zum Beispiel nicht mal eine Stromversorgung gibt? Und natürlich kommen wir da wieder zu dem Thema Solarpanels. Und so reiste Maurits Grön zurück in die Niederlande und hat sich genau darüber Gedanken gemacht und hat Wacker Wacker gegründet. Und Wacker heißt wirklich Licht bzw. etwas zu erhellen. Das ist genau das Wort dafür in Südafrika auf Swahili, was für Licht steht. Und um das Ganze schnell noch abzuschließen, bevor wir zu den technischen Informationen kommen, über 400.000 Tonnen CO2 werden mittlerweile durch die Projekte von Maurits Grön eingespart. Er hat Licht in die Krisenregionen dieser Welt gebracht, sei es nach dem Erdbeben in Haiti oder nach dem großen Taifun auf den Philippinen oder eben auch in die Ebola-Krisengebiete. Und wer mehr über diese Projekte wissen will, verlinkt oben in der Videokarte. Jetzt aber ans Eingemachte, denn die technischen Daten interessieren uns natürlich auch. Vieles ist bekannt, ich will das auch gar nicht groß ausbreiten. Wir haben Solarpanels, wir haben Powerbanks, wir haben diverse Kabel, die gucken wir uns jetzt gleich alle an. Nichts, was man nicht auch woanders her kennt, aber alles auch ein bisschen durchdachter. Fangen wir an mit den Solarpanels. Sehr robust, unheimlich leicht, gibt es als Dreier oder auch natürlich als Zweier-Variante. Lassen sich, wie man das kennt, logischerweise wunderbar einklappen und haben an den Ecken natürlich Ösen, dass ihr sie auch bequem hinten an euren Rucksack befestigen könnt. Damit könnt ihr jederzeit eure Powerbank oder auch euer Handy laden, während ihr unterwegs seid. Natürlich haben wir zu den Solarpanels auch noch die dazugehörigen Powerbanks. Die gibt es in 10.000 und 20.000 mAh Varianten. Das Ganze einmal ganz normal mit Kabel zu laden. Oder natürlich auch kabellos, was auch viele Handys heutzutage schon unterstützen. Eine Besonderheit haben die noch, die sind extra nochmal geschützt, denn die sind wirklich auch gemacht, um draußen getragen zu werden. Ihr seht hier, gibt es eine komplette Gummiummantelung. Die könntet ihr auch noch abnehmen, um zum Beispiel ein bisschen Platz zu sparen. Aber insgesamt sind die natürlich genau deswegen ummantelt, damit sie mehr aushalten. Und gerade durch die Projekte, die Wacker begleitet, ist das immer sehr wichtig, denn da können sie auch einfach mal runterfallen. Dabei wäre auch natürlich hier wichtig zu sagen, diese Powerbanks unterstützen gleichzeitig noch eine Schnellladefunktion und zwar sogar je nach Modell von 20 bis 65 Watt. Und jetzt kommen wir zu den kleinen Besonderheiten, die hier durchdacht sind. Hier kann zum Beispiel die Powerbank aufgestellt werden und das Handy, wenn es das induktive Laden unterstützt, stellt man einfach dagegen, kann es sogar noch bedienen, hat es im Sichtfeld und wird gleichzeitig vollgeladen. Und wo wir bei den kleinen Feinheiten sind, natürlich haben die sich bei allem ein bisschen mehr Gedanken gemacht, zum Beispiel auch bei den Kabeln. Somit hat Wacker zum Beispiel auch ein Multipla-Kabel herausgebracht, denn wir haben uns ja immer noch nicht auf einen absoluten Standard einigen können weltweit. Da haben wir dann USB-C, USB und auch sogar noch einen Lightning-Anschluss mit dran, die jederzeit dann eben auch total problemlos gewechselt werden können. Dabei sind die Komponenten alle miteinander verbunden, sodass ihr nicht jedes Mal suchen müsst oder einzelne verliert. Und wir reden die ganze Zeit über Licht und natürlich geht es hier um die Stromversorgung vom Licht, aber Wacker hat es sich natürlich nicht nehmen lassen, ihr Kabel nochmal mit einer zusätzlichen Lichtquelle zu versehen.
Zusätzlich hat Wacker noch etwas weiteres herausgebracht. Natürlich, sie waren überall auf der Welt unterwegs. Sie waren mit ganz vielen verschiedenen Stromversorgungssystemen konfrontiert und deswegen haben sie einen Multifunktionsstecker entwickelt, der praktisch in so gut wie alle Steckdosen passt, die man weltweit irgendwo findet. Einfach ein nettes Gimmick, wollten wir kurz erwähnen. Für alle Leute, die viel reisen und in vielen Ländern unterwegs sind, könnte so ein Multifunktionsstecker ganz interessant sein. Als letztes sei vielleicht noch erwähnt, dass Wacker für seinen hohen sozialen und ökologischen Standard zertifiziert ist. Hätte man sich schon denken können, aber nur zur Vollständigkeit halber. Und damit sind wir schon am Ende. Schreibt doch mal in die Kommentare, was ihr so an Powerbanks und Solarmodulen habt oder ob ihr sie überhaupt benutzt. Kennt ihr Wacker schon? Würde uns interessieren. Und damit sage ich Tschüss. Bis zum nächsten Mal.